Habt ihr auch keine Lust mehr auf überlange Excel-Schätzungen, wo sowieso kein Ergebnis mehr stimmt, weil, hey, wir brauchen eine Schätzung, füll doch mal die Excel aus. Wird nix. Was wird? Ist eine gute Runde Poker. Was brauchen wir dafür? 3 Dinge. Spielkarten. Wir nehmen nicht irgendwelche Spielkarten, wir nehmen Schätzkarten. Das sind in der Regel Karten, wo die Fibonacci-Folge drauf abgebildet ist. Jetzt immer so 3 Beispielkarten, 0, 5, 1, 2 und so weiter. Jetzt einigen wir uns auf eine Zeiteinheit. In unserem Beispiel macht Stunden Sinn. Wir bleiben bei Stunden. Okay. Was brauchen wir noch? Klar, alleine pokern macht gar keinen Sinn und keinen Spaß. Wir brauchen ein Team. Wir nehmen nicht irgendeins, wir nehmen das Team, was nachher auch die Aufgaben erledigen wird. Denn so integrieren wir alle Leute, das schafft Verbindlichkeit und wir kriegen verschiedene Perspektiven in das Schätzergebnis, was zu besseren Ergebnissen führt. Und dann brauchen wir natürlich noch die Aufgabe. Die finden wir meist in unserem Sprintlog, wo wir vorab vorbereiten müssen, dass jeder verstanden hat, worum es in dieser Aufgabe geht. Das heißt nicht, dass jeder diese Aufgabe machen kann, sondern nur, dass das Ergebnis feststeht, dass man richtig schätzen kann. Was uns bei Schätzungen nicht weiterbringt, sind ausufernde Debatten. So kann zwar jeder was dazu sagen und seine Meinung reinwerfen, ein besseres Schätzergebnis erhalten wir dadurch aber nicht. Deswegen hier in unserem Fall lassen wir das. Keine Debatten, wir fangen direkt mit der Schätzung an. Wir haben 3 Phasen. In der ersten Phase, wir haben die Aufgabe geklärt und jeder fragt jetzt sein Bauchgefühl, wie lange dauert denn ungefähr diese Aufgabe? Zu einem Zeitpunkt X werden dann alle Karten hochgehalten, sodass niemanden beeinflusst. In unserem fiktiven Dreierteam wären das dann solche Zahlen. Und wir gehen über in Phase 2. In Phase 2 kriegt das Extremer jeweils einen kurzen Slot für ein Statement in 2, 3 kurzen, knappen Sätzen zu sagen, wie kommst du denn zu dieser Schätzung? Das Maximalergebnis wird Formulierungen verwenden, wahrscheinlich sowas wie, hey, habt ihr auch da und daran gedacht? Das braucht ziemlich lange und wir haben auch noch Abhängigkeiten darüber. Deswegen komme ich zu dieser Zahl. Das Minimalergebnis argumentiert häufig sowas wie, ja, aber die Aufgabe ist doch ähnlich wie die da drüben und da gab es doch diese Abkürzung, deswegen brauchen wir nicht so lange. Jetzt hat jeder Zeit, nochmal diese Argumente für sich wirken zu lassen, seine Schätzung zu überdenken. Und wir kommen in die zweite Schätzrunde, wo es dann wahrscheinlich leicht abgeänderte Zahlenwerte geben wird, zum Beispiel sowas. Davon bilden wir den Mittelwert und wir erhalten ein statistisch ziemlich genaues Ergebnis, zumindest das Beste, was mit diesem Team zu diesem Zeitpunkt machbar ist. Am Anfang werden die meisten Teams noch ein bisschen auseinanderliegen zwischen Schätzergebnis und Wirklichkeit. Das liegt daran, wir sind selten geübt im Schätzen im Alltag, das müssen wir auch erst lernen. Und zweitens, in einem Team ist klassischerweise nicht jeder im Blick, was wie lange welche Aufgaben dauert, weil der und der kümmert sich ja immer drum. Das muss auch im Team erstmal gelernt werden, um da ein Gefühl zu entwickeln. Jetzt gibt es noch Spezialkarten, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das wäre als allererstes diese 0. 0 heißt, das dauert überhaupt gar keinen Aufwand, das haben wir doch schon. Dann das Gegenstück, es dauert wahnsinnig viel Aufwand, es könnte vielleicht Sinn machen, diese Aufgabe in kleinere Häppchen zu unterteilen, wenn das möglich ist. Oder, ziemlich ähnlich, die Bombe, Achtung, es zerreißt uns, müssen wir denn diese Aufgabe wirklich machen? Und zu guter Letzt, wir haben ja schon wahnsinnig lange diskutiert, wir könnten Kaffee vertragen, ich plädiere für eine Pause. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.